Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Heute habe ich einen Interviewpartner mal wieder. Ich konnte den Steffen Lünning gewinnen. Steffen Lünning ist erstmal Senior Consultant Datenschutz bei Brandeis Digital und Datenschutz, ja, Beauftragter mit Herz und Leib und Seele, kann man fast sagen. Und er macht, und das fand ich besonders spannend, auch Datenschutz-Comedy. Und da habe ich mich natürlich dann erstmal auch gefragt, haben Datenschützer überhaupt einen Sinn für Humor und verstehen die dann Spaß? Willkommen auf meinem Kanal, vielleicht stellst du dich auch noch mal kurz vor. Ja, hi, grüße dich, Volker, grüße euch alle, die zuhören und zusehen. Genau, also wie schon gesagt, ich bin Steffen Lüning, ich bin Datenschutzbeauftragter, ich bin externer Datenschutzbeauftragter für Unternehmen, für die kleinsten, für die größten, für Datenschutzprojekte, Hauptsache Datenschutz. Und ich mache Datenschutz-Comedy, das heißt, ich habe so eine Vortragsreihe, so eine Serie gestartet, wo ich auf Bühnen oder auch intern in größeren Unternehmen die Mitarbeiter und alle, die Lust haben, auf das Thema dazu sensibilisiere, und zwar als Art Stand-up-Comedy-Programm. Das heißt, ich stehe auf den Bühnen dieser Welt und mache Datenschutz als Stand-up-Comedy-Programm, um so den Leuten das Thema ein bisschen entspannter näher zu bringen, dass wir aufhören, davor Angst zu haben. Das ist eigentlich der Sinn dahinter. Genau, finde ich klasse. Also ich habe auch ein paar Sachen angeschaut. Ich verlinke unten im Kommentarbereich, wie ihr da auf jeden Fall dann mehr davon sehen könnt. Lohnt sich reinzuschauen, auf jeden Fall, genau. Gut, wir sind natürlich heute jetzt mit dem Thema Datenschutz im Betreuungsbüro unterwegs, und was mir so immer wieder begegnet, und da bin ich auch selber ein Stück schuldig, oder mir ging es auch sehr lange so, dass ich so ein Vorurteil hatte, ja, wenn ich alle Vorgaben beachte, die der Datenschutz so mit sich bringt, also dann können wir eigentlich ja gar nicht mehr arbeiten. Und das Vorurteil konnte ich in einem Seminar zum Glück weitgehend entkräften. Ist das auch was in deiner Arbeit dir begegnet, diese Art von Vorurteile, oder welche anderen Vorurteile gibt es da dann auch noch? Ja, also häufig wenn ich mit Geschäftsführern spreche oder mit Unternehmen spreche, die sich dem Thema noch gar nicht angenähert haben und tatsächlich auch jetzt erst anfangen, dann hört man das auch hin und wieder mal, dass die einfach davor Respekt oder Angst haben, dass man wirklich Prozesse einstampfen muss, dass man gewisse Sachen gar nicht mehr machen kann. Und einige sind dann auch immer noch so, dass sie sagen, ja, dann kann ich halt nicht mehr arbeiten, so das, was du auch gerade sagtest. Ne? Das Hm. ist eigentlich so der Trigger bei den Leuten immer. Und was sich immer wieder spiegelt, ist ist ein Innovationsstopper, es hindert uns an unserer täglichen Arbeit. Das ist, glaube ich, so das Größte, wo die Leute wirklich noch Angst und Respekt davor haben, sich überhaupt mit dem Thema zu beschäftigen. Also das kann ich im Prinzip so bestätigen, so wie du das gerade gesagt Mhm. hast, das höre ich auch regelmäßig. Ja, vielleicht fangen wir da auch nochmal einen Schritt weiter vorne an. Also die Basis für das ganze Thema Datenschutz ist ja die DSGVO, richtig? Genau, europaweit DSGVO und dann bei uns in Deutschland das BDSG, also das Bundesdatenschutzgesetz. Wie sollte es anders sein? Das sind so Öffnungsklauseln, das heißt, man durfte die DSGVO noch ein bisschen verschärfen und danach richtet sich dann das in Deutschland, ja. Genau, kannst du uns da mal einen kurzen Überblick geben, was da so die Grundprinzipien oder die Grundgedanken sind, so dass wir Mhm. wissen, so was da dahinter steht? Ja, also der Grundgedanke zum Thema DSGVO und Datenschutz und dann logischerweise auch BDSG ist einfach, dass jeder persönlich quasi mit seinen Daten umgehen kann, wie er das gerne möchte. Also das Thema Selbstbestimmung ist eigentlich der Zweck von dieser Verordnung. Das heißt, wir alle haben personenbezogene Daten von uns selber, also mein Name, meine Adresse, meine Telefonnummer, mein Kfz-Kennzeichen, das sind alles meine Daten. Das bin ja ich. So, und ich darf selber bestimmen, was damit passiert. Jetzt wissen wir in der heutigen Welt, dass unsere Daten immer überall angegeben werden müssen, sonst würde die Welt, so wie wir sie kennen, auch nicht funktionieren. Und das heißt, ich gebe meine Daten ja ab und andere passen drauf auf und arbeiten damit. Das ist alles gut, das ist alles richtig, sonst könnte das Ganze hier nicht funktionieren. Ja, sonst würde ich kein Gehalt bekommen, wenn ich meine Daten nicht jemandem anders gebe, logischerweise. Und die DSGVO regelt dann, dass die Leute, die auf diese
Daten aufpassen, auch vernünftig damit umgehen und nicht einfach irgendetwas damit machen, was sie vielleicht gar nicht tun sollten. Also der Sinn dahinter ist wirklich, dass mit unseren Daten vernünftig umgegangen wird im Groben und Ganzen. Und wenn wir jetzt Unternehmen haben, die sich mit dem Thema Datenschutz beschäftigen, dann haben die eben personenbezogene Daten, auf die sie aufpassen, und das müssen sie in einem bestimmten Rahmen machen, weil die Daten ja nicht ihnen gehören. Mhm. Mhm. Also das heißt, wenn ich das so raushöre, gibt es im Prinzip so zwei große Fragenkomplexe. Diese Selbstbestimmung als ganz wesentliches Teil, das haben ja, glaube ich, andere Länder auch nicht. Und dann tun sich natürlich, ich glaube, USA ist es ein bisschen anders geregelt. Weißt du da was dazu? Ja, also genau, wenn du von anderen Ländern sprichst, guck mal nach Nordkorea, da ist nichts mit eigenen Daten zum Beispiel. Ne? Auch in den USA ist das Thema ein bisschen anders, weil da hat man immer noch die Möglichkeit, über Geheimdienste dann doch an Dinge zu kommen, wenn irgendein Verdachtsfall herrscht. So, ne? Also da ist man nicht jetzt so abgesichert, wie es die DSGVO eigentlich vorsieht. Ob das gut ist, ob das schlecht ist in gewissen Situationen, das wissen wir meistens immer erst hinterher. Aber der Grundsatz ist tatsächlich, ich habe das Recht zu bestimmen, was mit meinen Daten passiert. Genau, also das ist so diese eine Säule eigentlich eben, das ist dann diese Erlaubnis, das ist dann, wenn ich beim Arzt sitze, ja, und unterschreiben muss, dass die natürlich mein Geburtsdatum brauchen, ja, da gebe ich ja dann die Erlaubnis, und mit diesem Schriftstück, mit dieser Erlaubnis wird ja dann wahrscheinlich auch definiert, was genau gemacht wird mit diesen Daten und was eben auch nicht, oder? Ja, genau. Also es war ganz spannend, als das mit der DSGVO kam, musste ich bei meinem Arzt bei jeder Behandlung neu was unterschreiben. Das heißt, die Leute haben am Anfang gar nicht verstanden, was sie da tun. Sie haben sich erstmal alles unterschreiben lassen, weil sie gesagt haben, okay, ich brauche jedes Mal, wenn der zu mir kommt, eine Einwilligung, dass ich die Daten aufnehmen darf. So. Der Arzt wird mich schlecht behandeln können, wenn er meine Daten nicht hat. Wenn ich jetzt an die elektronische Patientenakte zum Beispiel denke, wo Vorerkrankungen drin sind oder irgendwelche Medikamente, die ich regelmäßig nehmen muss, das sind ja alles wichtige Informationen für den Arzt. So, das heißt, der kann ja seiner eigentlichen Arbeit gar nicht nachgehen, wenn man da meine Daten nicht hat. Und ich möchte ja auch gerne, dass der mich dementsprechend behandelt. Ich gehe da ja freiwillig hin zum Arzt, da zwingt mich ja keiner zu. Also ist das im Prinzip unnötig, solche Dinge immer einwilligen zu lassen, weil ja der eine führt seine Arbeit aus und der andere möchte das gerne in Anspruch nehmen. So, das heißt, ich muss nicht jedes Mal, wenn ich irgendetwas in Anspruch nehmen möchte, auch einwilligen, dass ich meine Daten abgebe. Was passieren müsste, ist tatsächlich, wenn im ersten Kontakt, sei es beim Arzt, sei es bei irgendeinem Unternehmen, wenn da Daten aufgenommen werden, dann müsste eine Information stattfinden. Das heißt, irgendwo wird man darauf hingewiesen, wo man nachlesen kann, was mit diesen Daten passiert. So, das ist im Prinzip das, was man nachhalten sollte oder muss auch. Okay, aber das heißt, dann haben wir uns oder wir als Gesellschaft auch teilweise so ein bisschen selber überbürokratisiert, indem wir das jetzt aus Unwissenheit vielleicht teilweise höher hängen, als es dann sein müsste. Also so eine konkludente Einwilligung. Ja, also genau, das war, ich weiß nicht, ob du die Radiowerbespots von damals noch im Ohr hast. Die haben das so veräppelt, das Thema. So, ne? Die haben dann, da gab es so einen Radiowerbespot, der sagte dann so, ja, herzlichen Glückwunsch, Herr Bewerber oder Frau Bewerber, Sie sind angenommen. Wir dürfen aber nicht sagen, bei welcher Firma und wann Sie wo hinkommen müssen, weil wir die neue Datenschutzgrundverordnung haben. Und dann haben sie mit diesen Radiowerbespots zum Beispiel die DSGVO genutzt, um das so zu veräppeln, dass sie Werbung gemacht haben, dass Leute so Radiowerbung kaufen. Das kennen wir alles. Ja. So, und das hat natürlich unter anderem auch dazu beigetragen, genau wie die negative Berichterstattung, dass die Leute einfach dann direkt Angst bekommen haben. So, das heißt, wir haben erstmal ganz viel Angst gehabt. Das heißt, wir sind erstmal in Aktionismus verfallen und haben entweder die Augen zugemacht und gar nichts gemacht oder halt zu viel gemacht. Aber wirklich damit beschäftigt hat sich, glaube ich, in der Anfangszeit keiner. Und das schiebe ich auch immer noch auf die negative Berichterstattung und auf diese Dinge, die das so ein bisschen von Anfang an ins Lächerliche gezogen haben. Okay, aber man könnte ja sagen, das war der Beginn der Datenschutzkomödie, aber dann natürlich kontraproduktiv.
Ja, genau. Das war nicht so, aber Ja, ja, ist ein guter Vergleich, ja, genau. genau. Gut, und dann haben wir natürlich, also in dem Moment, wo wir die Einwilligung dann geben, was mit den Daten wie wo passiert, gibt es dann diesen zweiten Aspekt. Ja, du hast es so beschrieben mit, die Unternehmen müssen drauf aufpassen. Also das ist dann dieses Mhm. datenschutzkonforme Verarbeiten von Daten. Das sind ja so die zwei Felder, über die es jetzt auch gehen soll. So Mhm. ganz grob gesagt. Genau. Ähm, Was das Thema die Erlaubnis, die Daten zu verarbeiten angeht, sind wir als Betreuer tatsächlich in einer komfortablen Position. Es gibt ja seit 2023 das Betreuungsorganisationsgesetz, wo in Paragraph 20 wirklich auch explizit geregelt ist, das, was du im Prinzip schon gesagt hast, dass wir selbstverständlich die Daten, die für unsere Arbeit wichtig und nötig sind, auch erheben dürfen. Das ist also geregelt. Link kommt auch unten in die Beschreibung. Das heißt, wir brauchen da auch keine Einwilligung. Also das ist dann in dem Fall nochmal klarer geregelt, was wir dürfen. Für unsere Arbeit bedeutet natürlich in dem Zusammenhang in Abhängigkeit von Aufgabenkreisen, also wenn wir jetzt nur den Aufgabenkreis Finanzen haben, würde uns das nicht dazu berechtigen, medizinische Berichte in irgendeiner Form zu erheben und zu speichern. Richtig? Genau, also es geht immer um die Rechtmäßigkeit und um den Zweck. Das heißt, wenn ich jetzt ein Betreuungsbüro bin, dann habe ich ja eine Art Dienstleistungsvertrag. Richtig? Oder heißt das bei euch Nee. Dienstleistungsvertrag? Also es ist kein Dienstleistungsvertrag, sondern es ist im Prinzip ja eine gerichtliche Oder, Bevollmächtigung. ja, Genau. ja, ja, okay, genau. Also, ja, okay. Also, sinngemäß hat man dann, genau, okay, sorry. Also, man hat einen Dienstleistungsvertrag oder ein anderes Rechtsstück, was einen eben zu dieser Arbeit befähigt. So muss man es, glaube ich, dann. Genau. Genau, so. Das heißt, und dann muss ich ja auch dafür sorgen, dass ich genau diesen Dienstleistungsvertrag oder diese Anordnung, die ich jetzt vorgegeben habe, umsetzen kann. So, und das geht ja nur, wenn ich gewisse Sachen mache und vorhalte und Daten aufnehme. Und dann ist natürlich logisch, dass ich dafür keine Einwilligung brauche, sondern dass ich diese Daten erheben kann, weil sonst kann ich ja nicht arbeiten. Und dann kommen wir zu dem Anfang, wo die Leute sagen, wenn ich mich dran halte, kann ich ja nicht arbeiten. Das ist ja Quatsch, weil ich muss sie ja aufnehmen, um arbeiten zu können. So, da Hm. beißt sich die Katze ein bisschen in der Argumentation dann nachher in den Schwanz. Aber da braucht man keine Sorge haben, wenn man wirklich die Daten aufnimmt und verarbeitet, die man auch wirklich dafür braucht, für seinen täglichen Job, dann ist das natürlich gerechtfertigt. Also man hat eine Rechtmäßigkeit und man verwendet sie zu einem Zweck, der vorher ganz klar definiert ist. Genau. Also wenn man das nochmal ein bisschen auf die Praxis runterbringt, darf ich natürlich erfassen, wo meine Betreuten jetzt in Haftpflicht versichert sind, aber ich darf jetzt nicht meine Klientenliste komplett meinem Versicherungsmakler geben und sagen, ähm, schreibt die doch mal an und bietet denen was anderes an. So, oder gar verkaufen, dass ich sage, pass auf, ich gebe dir eine Information weiter, die ich dir nicht geben darf. Ähm, Genau. also, Da gibt's noch ein ganz, ganz gutes praktisches Beispiel, was ich eigentlich immer verwende. Es gab vor ein paar Jahren einen Polizisten, der wurde zu einem Verkehrsunfall gerufen. Und da war eine Betroffene, die war Beteiligte eben an diesem Verkehrsunfall und dann nimmt natürlich die Polizei Daten auf, logisch. Unter anderem auch die Telefonnummer für eventuelle Nachfragen, weil das jetzt alles nicht ganz so klar war vor Ort. Ich denke, das ist auch logisch, dass man dann die Telefonnummer von dem Unfallbetroffenen aufnehmen kann, damit die Polizei nochmal Nachfragen stellen kann. Dann hat dieser Polizist aber aus der Datenbank nachher die Telefonnummer dazu benutzt, um die Unfallbetroffene anzuschreiben und zu fragen, ob die beiden nicht mal einen Kaffee zusammen trinken gehen wollen. So, mhm, das funktioniert natürlich nicht. Also das ist dann der Zweck dieser Datenerhebung war ja das Nachfragen wegen des Unfalls und nicht das Verabreden zum Kaffee. mhm. Und das sind natürlich Dinge, die funktionieren nicht. Also man muss dann schon die Daten so verwenden, zu dessen Zweck man sie auch erhoben hat. Okay, klar, genau. Und
Dann sind wir aber auch an dem Punkt, wo die Daten dann auch weiterverarbeitet werden. Was müssen wir denn da beachten? Also wir sind natürlich als Betreuer darauf angewiesen, dass wir Software benutzen, technologische Systeme, digitale Aktenbetreuungssoftware, KI ist immer mehr auch ein Thema. Was müssen wir denn da beachten aus deiner Sicht? Also wenn jetzt ein Betreuungsbüro als, sag ich mal, ein kleines Unternehmen gesehen wird, mit vielleicht 1, 2 Mitarbeitern, das ist so die Größenordnung, die Dimension, Mhm. wo wir haben. Also wir haben jetzt nicht 20 Leute da sitzen, sondern wir sind in einem Betreuungsbüro vielleicht mal 3, 4 Mitarbeiter und entsprechend technische Ausstattung. Mhm. Also technische Ausstattung ist halt immer ein ziemlich großes Feld, weil natürlich relativ viele Dinge da auf dem Markt sind, die man nutzen kann. So. In erster Linie wäre es immer ratsam, wirklich Tools zu nutzen, Anwendungen zu nutzen, die in Europa entwickelt sind und auch gehostet sind. Ne? Also ich sag mal, wenn ich jetzt Microsoft 365 nehme, ist das logischerweise nicht in Europa entwickelt und ein Tool von den Amerikanern. So. Jetzt ist es so, man kann sich dann immer die Frage stellen, okay, was würde denn passieren, wenn keiner mehr Microsoft 365 nutzt? Also auch den Schmerz kann ich gleich nehmen. Wir selber nutzen auch Microsoft 365. Das ist nicht immer schlecht. Was ich damit sagen will, ist, man muss so ein bisschen das Gefühl dafür entwickeln, was brauche ich für Anwendungen, was müssen die können und wer steckt denn dahinter? So, und jetzt sage ich immer, also umso weniger Anwendungen, desto besser natürlich. Und wenn die dann auch noch optimalerweise irgendwo aus Deutschland kommen und in Deutschland gehostet werden, geht man da natürlich auf auf Nummer sicher, weil diese Unternehmen sich ja ebenfalls an das BDSG bzw. die DSGVO halten müssen. Wenn man jetzt amerikanische Tools nutzt, wie zum Beispiel Microsoft 365, dann sollte man sich da regelmäßig auseinander mitsetzen, was geben die denn für Datenschutzeinstellungen? Was kann ich da vielleicht einstellen, wenn ich meine Daten irgendwo da in die Cloud hochlade? Wo landen die denn? Also dann müsste man sich schon so ein bisschen mit dem Thema Datensicherheit bei diesen Tools beschäftigen. Also es ist auch so, dass viele große Firmen teilweise ja dazu übergehen, dann auch ein Hosting anzubieten oder einfach Hosting-Center errichten in Europa, um dann zumindest für das Hosting hier auf europäischem Boden zu sein. Ja, genau, das ist dann der Schritt in die richtige Richtung. Ich bin da immer vorsichtig, weil ich mir nicht sicher sein kann, wie die dann trotzdem mit den Daten umgehen und die eventuell dann doch weiterleiten. Also aber das ist vielleicht auch eine Berufskrankheit, dass man überall so den Teufel an der Wand sieht. Ich sag mal, wenn es so wirklich solche Weltkonzerne sind, dann ist die Absicherung auch in Europa mittlerweile natürlich gegeben. Die haben ja auch ein Interesse daran, dass die Leute weiterhin ihre Tools nutzen. Nichtsdestotrotz sollte man bei diesen Tools immer Rücksicht drauf nehmen, okay, wie sind denn eventuell die Datenschutzeinstellungen schon von vornherein? Also ich habe auch tatsächlich so das Gefühl, dass es auch immer darum geht, sich einfach grundsätzlich mal Gedanken zu machen. Also einfach zu überlegen, okay, ich bewerte jetzt Dinge. Also ich nutze dann doch das deutsche Tool eher als das amerikanische Tool. Oder eben jetzt so das Microsoft-Thema und ich sage, na gut, wenn ich jetzt hier meine Sachen in Microsoft Office schreibe, kann ich mir jetzt überlegen, dieser Co-Pilot, der da dann mitliest, ja, schalte ich den zum Beispiel ab und werde dann vielleicht auch nicht meine Dateien bei Microsoft speichern, sondern die würde ich eben lokal speichern. Also dass man einfach da mal sich grundsätzlich Gedanken macht und dann ist es ja oft ein Klick, der da dann dazu führt, dass man hier sich mehr, also diese Datensparsamkeit ist da, glaube ich, auch das Stichwort, dass ich überlege, okay, wo muss ich dann wirklich jede Datei überall in der Cloud haben? Ich mache das zum Beispiel so, jetzt ein anderes Beispiel, ich habe Kürzel für jeden Betreuten und mein Terminkalender läuft über jetzt Apple
in der Cloud, aber in den Terminen steht immer das Kürzel drin. Das hat für mich den Effekt, dass es natürlich übersichtlicher ist. Das hat den Effekt, dass Betreute, die über meine Schulter schauen in meinen Kalender, sehen nur Kürzel. Also das ist dann auch so eine ganz praktische Geschichte. Und das ist so ein Beispiel, wo es für alle einfach vorteilhaft ist mit diesen Kürzeln. Dann eben habe ich datenschutzmäßig gar kein Problem und habe dann noch einen besseren Überblick über meinen Kalender, weil da nicht die Klarnamen drinstehen. Gilt übrigens auch im Offline-Bereich. Also wir hatten auch so ein Thema mal bei uns in der Community, dass jemand Ordner zum Einscannen gegeben hat in den lokalen Copyshop und auf dem Ordnerrücken standen die Namen drauf. Und jetzt ist die Anwältin dummerweise, die quasi da auch Betreuungen führt, hat den Namen gesehen und wiedererkannt. Und das ist auch so ein Beispiel, wo wir jetzt ganz im Offline-Bereich ja auch schauen müssen, okay, da wäre ja dann im Prinzip, wenn man das mal durchspielt, die Situation gewesen, sie gibt den Ordner dem Unternehmen, also die Einverständnis auch mit dem Zweck des Scannens, aber das Unternehmen hätte sozusagen dafür sorgen müssen, dass der Ordner nicht so steht, dass ihn alle sehen. Und auf der anderen Seite hätte sie natürlich durch ein Abkleben vom Rückenschild auch dafür sorgen können, dass die Daten erst dort gar nicht transparent sind. Sehe ich das so ganz grob richtig? Genau, also das ist ein super Beispiel, um die Brücke da zu schlagen. Und genau darum geht's ja auch bei den Software-Tools. Das heißt jetzt nicht, dass wir diese ganzen Dinge gar nicht mehr nutzen sollen. Nee, wir sollen das nutzen, wir sollen das ausprobieren. Wir können auch irgendwelche fancy US-Tools ausprobieren und damit arbeiten, wenn es uns die Arbeit vereinfacht. Wichtig ist eben, was für Daten geben wir wo weiter, beziehungsweise machen wir sichtbar. Und das ist halt extrem wichtig, dass besonders sensible Daten nicht an Unbefugte geraten. Das kann durch Einsehen von Ordnerrücken das schon soweit sein. Ne? Natürlich muss der Copyshop da den Ordner dann anders wegstellen und man muss halt auch vorher vielleicht sicherstellen, dass da nicht irgendwie Namen draufstehen, weil der Copyshop ja im Prinzip auch das sieht, logischerweise, und schon das ist eine Übermittlung an Unbefugte, weil der Azubi oder der Praktikant, der die Sachen einscannt, mit Sicherheit nicht sehen sollte, wer was in diesem Ordner getan hat. So. Und genau das Gleiche ist halt bei der Software, da zu überlegen, sind das sensible Sachen oder ist das vielleicht einfach nur ein Musteranschreiben? So, also ein Musteranschreiben für, weiß ich nicht, eine Terminierung oder ich sage immer im HR-Bereich ein Muster für eine Kündigung. Kann ich mir meinetwegen in ChatGPT erstellen lassen und auf irgendeine Cloud hochladen, dann habe ich da ein Muster und das kann ich dann anpassen. Da sind ja keine personenbezogenen Daten drin und schon gar keine sensiblen Daten. Aber wenn wir dann darüber hingehen und sagen, okay, wir haben jetzt sensible, personenbezogene Daten, dann sollten wir uns schon Gedanken machen, müssen wir die jetzt unbedingt in die Cloud hochladen oder wie ist die denn überhaupt abgesichert? Ne? Vielleicht machen wir ein eigenes Backup auf eine externe Festplatte und nehmen das immer mit oder schließen es irgendwo in Tresor ein. Da kommt dann auf jeden Fall keiner ran. Haben wir Papiersachen, die wir irgendwo anders weitergeben, weil sie irgendwie kopiert oder gescannt werden müssen oder was auch immer, habe ich einfach Sorge dafür zu tragen, dass keiner irgendwelche Namen oder so oder Adressen da halt erkennen kann. Ne? Genau, also wir haben natürlich jetzt im digitalen Bereich auch gerade was Betreuungssoftware, es gibt spezielle Programme, die für Betreuer entwickelt werden, haben wir auch gerade einen riesen Umbruch und das heißt, es geht da sehr, sehr stark in die Cloud. Also das heißt, dass wir künftig nicht mehr sinnvoll drum rumkommen werden, wenn wir moderne Software nutzen wollen, in der Cloud zu arbeiten. Aber gerade für diese Arbeit mit dann in dem Fall natürlich deutschen Anbietern, gibt es ja dann auch noch ein paar Formalien, die wir da dann haben. Also als Stichwort habe ich mir hier diese Auftragsdatenverarbeitungsgeschichte, weil das sichert uns ja dann auch ein Stück ab. Also das so diese Aussage eben in Deutschland hat eigentlich jede Firma, und das ist jetzt auch kein kompliziertes Dokument, also jede Firma, die ernsthaft Datenschutz betreibt und sich auch DSGVO-konform nennt, wird in irgendeiner Form so eine Möglichkeit geben, diesen Auftragsverarbeitungs, wie heißt es richtig? Auftragsdatenverarbeitungsvertrag, so. Genau. AVV. Der AVV, genau, abzuschließen. Genau, dann kommen wir, also jetzt, das hört sich gerade, glaube ich, so die letzten 5, 6 Minuten so an, als wäre das alles total
total gruselig, das zu nutzen, was ja Quatsch ist. Also wir haben ja durch den AVV haben wir die Möglichkeit, uns dahingehend abzusichern. Das heißt, wir nutzen Software, wir nutzen Anwendungen, was auch immer und schließen dann diesen AVV, der ja meistens von den Entwicklern schon als Muster mitgegeben wird. Microsoft nutze ich immer gerne als Beispiel, ist ja nichts anderes außer irgendwie eine Cloud und Anwendungen. Die haben von sich aus einen Vertrag auf der Internetseite stehen, den kann man sich anklicken und runterladen. So, das heißt, man hat dann diesen AVV mit Microsoft, wo eben drin steht, lieber Kunde, wir behandeln deine Daten gut, mach dir keine Sorgen. Und das Gleiche passiert ja mit den anderen. Und wenn man diesen Vertrag schließt, dann sichert man sich eben ab und sagt, okay, ich gebe meine Daten zwar in diese Anwendung, in diese Software ein, ich gebe Daten, auf die ich selber aufpasse, jemandem weiter, damit ich weiterarbeiten kann. Und der verpflichtet sich durch diesen Vertrag eben genauso gut auf diese Daten aufzupassen, wie ich das eigentlich auch tun sollte. So, das heißt, wir haben ein Vertragsverhältnis abgesichert, dass alle wirklich gut auf diese Daten aufpassen. Und wenn man so einen Vertrag vorliegen hat, dann ist das einfach eine notwendige Absicherung und dann kann man auch, ich will nicht, also doch ruhigen Gewissens diese Software nutzen, aber natürlich auch immer ein bisschen sensibel darauf reagieren, was es da für Einstellungen gibt, klar. Genau, da sind wir dann auch im Bereich jetzt schon Dokumentation. Das ist ja auch ein großes Angstthema. Ja, was muss ich denn da jetzt alles dokumentieren, gerade als kleiner Betreuer und vor allem, was passiert denn, wenn ich das jetzt nicht mache? Also da gibt es ja ein paar so grundsätzliche Dokumentationsvorschriften oder sind es Empfehlungen oder muss man es halt dann sozusagen, wenn es dann, oder wie ist das überhaupt gedacht? Also muss ich das vorhalten oder ist es nur was klug ist, sich in Ruhe zu überlegen, weil wenn es schnell gehen muss, wird es hektisch? Also es ist schon vorgeschrieben, dass man gewisse Dokumentationen hat. So. Der AVV zum Beispiel gehört dazu, ne, das ist im Prinzip so eine Dokumentationspflicht im weitesten Sinne, weil man, wenn man solche Sachen benutzt, wie ein IT-Dienstleister oder eben solche Software, dann ist man dazu angehalten, eben diese Verträge mit denen zu schließen. Ich sag mal, wenn man das jetzt hat, dann hat man schon mal einen Teil der Dokumentation erfüllt. Ist relativ simpel, bringt einem was, top, Haken dran. Dann gibt es solche Ungetümer wie das Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten zum Beispiel. Das ist quasi eine Auflistung von allen Prozessen, die ich so habe, in denen ich personenbezogene Daten speichere. Das heißt, ich schreibe mir auf, Achtung, ich habe hier eine Buchhaltung. Und dann beschreibe ich so ein bisschen, was passiert denn in dieser Buchhaltung überhaupt? Wie ist so der Arbeitsprozess? Um dann zu beschreiben, welche personenbezogenen Daten verarbeite ich denn in diesem Prozess. Und dann kommen dann noch so andere Sachen dazu, wie, also welchem Zweck dient das und welche Rechtsgrundlage und so weiter nutze ich denn. Das heißt, dieses Verzeichnis ist im Prinzip eine Auflistung von allen Prozessen, die mit personenbezogenen Daten zu tun haben im Unternehmen. Das ist eine Dokumentationspflicht, die man hat, die aber mit Sicherheit nicht morgen fertig sein muss. Das ist so, ich empfehle dazu immer, also ja, das kann ganz schön Arbeit verursachen, aber wenn man erstmal anfängt, sich Gedanken zu machen, was habe ich denn für verschiedene Prozesse und dann schreibt man auf, was ich für verschiedene Prozesse im Unternehmen habe, dann habe ich schon mal eine Liste von Prozessen. Das ist schon mal gut. So. Und dann gehe ich vielleicht weiter und im zweiten Step beschreibe ich die alle mal so ein bisschen, falls ich das noch nie irgendwo gemacht habe. Vielleicht habe ich das ja sogar schon vorhanden. So. Und das heißt, ich habe dann erstmal eine Übersicht von allen Prozessen und wie diese Prozesse laufen. Und wenn ich dann im dritten Step noch dazu schreibe, welche personenbezogenen Daten ich denn überhaupt in diesen Prozessen verarbeite und wo welche Daten dann eben hinfließen und gespeichert werden, dann bin ich schon mal einen Riesenschritt weiter, was diese Pflichtdokumentation angeht. Jetzt sagen die Leute mal, wofür brauche ich das denn? Dann sage ich, ja, das ist Pflicht. Also, ja, wer will das sehen? So, ja, vielleicht will es nie einer sehen. Also sage ich ganz ehrlich, vielleicht will nie einer dein Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten sehen. Das kann sein. Was aber passieren kann, ist zum Beispiel, wenn man irgendwie eine Beschwerde hat von unzufriedenen Mitarbeitern, von unzufriedenen Mandanten, von unzufriedenen Familienangehörigen,
die dann über das Thema Datenschutz irgendwie probieren, so ein bisschen einem Arbeit zu machen. Dann könnten die irgendwelche Vorfälle bei der Behörde melden, auch wenn die nicht gerechtfertigt sind. Und dann fordert die Behörde halt ab und zu mal das Verzeichnis an oder den Prozess aus dem Verzeichnis. Und dann müsste man denen im Prinzip quasi diese Dokumentation vorlegen und sagen, pass auf, das ist der Prozess, die Daten verarbeite ich da und so ist das eigentlich gedacht. So, das heißt, vielleicht braucht man es nicht, vorhalten muss man es und ich denke immer, das ist eigentlich auch ein gutes Dokument, um seine eigenen Prozesse mal zu hinterfragen und dann eventuell so einen Schritt weit Prozessoptimierung zu betreiben und zu sagen, okay, also warum machen wir das? Also das steht da jetzt, das habe ich aufgeschrieben, aber warum machen wir das denn überhaupt? Wir können das doch besser so und so machen. So, also da so ein bisschen das Positive rausziehen und das als Prozessoptimierung nutzen und gleichzeitig der Dokumentationspflicht gerecht zu werden. Also es fühlt sich auch oder hört sich jetzt auch an so ein bisschen wie so ein Bird's-Eye-View. Also ich muss jetzt ja nicht detailliert jeden Schritt einer Rechnungslegung zum Beispiel, also das ist unsere Dokumentation über dem Gericht, sondern es hat dann schon eher, das Buchhaltung ist ein Thema oder ich verarbeite Stammdaten, so. To-Dos, ja zum Beispiel, To-Dos, wo werden die verarbeitet? Und das aber in diesem groben Rahmen. Also es werden personenbezogene Daten, das sind Name, Adresse in meinen und weitere Kommunikationselemente in meinem Stammdatenprogramm. Das ist meine Betreuungssoftware. In vielen Bereichen wird natürlich immer dran stehen, Betreuungssoftware, Link zum AVV. Also das ist dann auch ein bisschen Copy-Paste, oder? Ja, genau. Also man kann das. Also es ist ja auch nicht wirklich, jetzt kriege ich von den Marktbegleitern gleich einen drüber. Ich wollte gerade sagen, das ist ja auch nicht wirklich vorgegeben, wie es auszusehen hat. Ist es schon. Also natürlich hat man so eine gewisse Vorgabe, aber es hilft ungemein, das so zu machen, wie du das jetzt auch nochmal wiedergegeben hast, einfach mal grundsätzlich Gedanken zu machen, welche Prozesse habe ich? Buchhaltung, Bewerbermanagement, IT-Management, keine Ahnung, ne, welche Kommunikationstools nutze ich? Dann liste ich mal auf, welche Software und welche Tools nutze ich denn eigentlich? Das heißt, da habe ich wieder eine neue Dokumentation und sage, okay, guck mal, die Sachen nutzen wir alle, dann haben wir da eine Übersicht. Dann liste ich auf, was für Daten verarbeite ich eventuell in solchen Dingen. Ne? Also genau, ganz rudimentär anfangen und erstmal vielleicht einfach Listen schreiben und sagen, okay, die und die Daten habe ich, die und die Tools nutze ich, die und die Prozesse habe ich. So, das heißt, man hat mal eine Gesamtübersicht. Und dann beginnt so ein bisschen die Sensibilisierung und dann sagt man vielleicht, ach, guck mal, da sind Gesundheitsdaten, die sind ja da und da drin. Und dann kriegt man vielleicht so ein bisschen viel, okay, vielleicht ist das ein bisschen viel. So, müssen die da überhaupt alle drin sein? Oder reicht das nicht vielleicht an 2 Stellen? So, und genau, dann beginnt so ein bisschen die Arbeit und die Sensibilisierung, wenn man einfach mal anfängt, diese Sachen runterzuschreiben und zwar so, wie einem das am angenehmsten, am einfachsten am Anfang ist. Ja, also es gibt natürlich auch Muster, die können wir auch gerne nachher nochmal rumschicken, wo dann dieses Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten drin ist, dass man einfach mal eine Idee davon bekommt, was wollen die denn alles wissen. Und dann mache ich das aber erstmal so, wie es für mich am angenehmsten ist. Ja? Und dann habe ich aber schon mal angefangen zu dokumentieren. Und das ist dann natürlich ein laufender Prozess, der halt im Unternehmen dann immer weiterentwickelt werden sollte. Und das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Prozess, wenn wir jetzt auch in meinen Digitalisierungsseminaren geht es auch immer um dieses Single Source of Truth, das Informationsmonopol. Also ganz praktisch, ja, wenn ich jetzt Dateien, teilweise habe ich die in meinen in meiner E-Mail-Inbox, ich habe Dateien in meinem Dokumentensystem und ich habe vielleicht noch Lokaldateien. Das ist auch eine Quelle von Ineffizienz. Das heißt, ich kann dann in so einem Verzeichnis auch schauen, hey, hier liegen überall Dokumente, die müssen eigentlich vereinheitlicht werden in ein Tool und die anderen verweisen nur drauf zum Beispiel. Also das sind dann solche Überlegungen oder auch sowas wie, ich stelle vielleicht tatsächlich fest, dass ich nutze irgendwie Dropbox zum Synchronisieren von irgendwas, die kostenlose Version und bei dem Thema fällt mir ein, Mensch,
vielleicht sollte ich dann doch den Euro 50 in die Hand nehmen pro Monat und mir von einem deutschen Anbieter eine Cloud besorgen. Und dann kann ich über diese Dokumentation auch schauen, ja, wo taucht denn diese Dropbox überall auf? Und da taucht ja auch noch eine Apple Cloud auf. Und ich kann das dann vereinheitlichen in diesem Dokument oder durch dieses Dokument, weil ich dann die Übersicht habe. Also das ist auch unabhängig von der Verpflichtung dann echt sinnvoll zu sehen, hey, welche Tools sind überhaupt wo im Einsatz, und das ist auch meine erste Erfahrung gewesen, wo ich diesen Prozess der Optimierung gegangen bin, dass ich 20% der Tools rausgeschmissen habe, einfach weil es zu verwirrend war, weil einfach dann 3 Clouds und die waren schon alle sicher, aber man wusste halt, oder vor allem meine Mitarbeiterin wusste nie, wo liegt jetzt was. Ja. Ja, aber das wäre ein super erster Schritt, wenn man Dropbox gratis nutzt und wir dazu beitragen können, dass die Leute vielleicht denken, okay, alles gut und schön, aber was lade ich gerade in die Gratis-Version von Dropbox hoch? Wo landet das? Wer könnte rein theoretisch darauf zugreifen? Was passiert, wenn dieser Gratis-Account mal angegriffen wird? Und dann beginnt ja die Sensibilisierung und dann kann man ja entscheiden. Und dann sage ich, okay, pass auf, ich habe den gratis Dropbox-Account und da liegen Musterschreiben ohne jegliche personenbezogenen Daten drin. Dann sage ich als Datenschutzbeauftragter, ja, dann hast du ein gratis Tool, das ist doch okay. Das passt schon. So, ne? Der andere stellt vielleicht fest, ich mache hier meine kompletten Berichte und Gesundheitsdaten und was weiß ich so, psychische Gutachten und so, die lege ich alle in die gratis Dropbox. Da würde ich mir wünschen, dann einmal kurz drüber nachzudenken, ob das so sinnvoll ist oder ob man da nicht vielleicht eine andere Lösung finden sollte. Genau. Aber auch immer darauf achten. Genau, zumal sich es ja total leicht auch beheben lässt. Also das ist oft auch genau die Erfahrung, ja. Genau. Ja, aber sind wir mal beim Thema passieren. Also jetzt so das Thema Millionenstrafen, Datenschutzbehörde schlägt zu. Wie ist das aus deiner Erfahrung bei gerade so kleinen Unternehmen? Also was sind die Konsequenzen, wenn ich jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal die Situation, ich hätte jetzt wirklich die psychologischen Gutachten in der Dropbox, der Angehörige kriegt das mit, weil ich ihm einen Link zu seinem Gutachten geschickt habe und geht dann da an das Gericht. Also was sind da dann so Konsequenzen in einem Worst Case? Oder hast du auch schon Fälle aus der Praxis, wo du sagst, da wurde konkret dann auch mal eine Strafe ausgesprochen und das waren die Auswirkungen? Also Punkt 1 ist ja, dass irgendjemand persönlich das melden muss bei der jeweiligen Landesbehörde. Das ist ja der Prozess. Also es kommt ja keiner raus und guckt nach. Das machen die nicht. Am Anfang hatte ich ja mal Angst, dass unangemeldete Kontrollen kommen. Die haben gar keine Zeit dafür. Da kommt keiner raus. Das ist halt immer, wenn dich jemand meldet. Das heißt, du kannst dann bei der jeweiligen Landesbehörde, Bundesländer hat ja jeder seine Datenschutzbehörde, und je nachdem, wo das Unternehmen sitzt, was man jetzt gerne mal kurz ein bisschen pieksen möchte, da meldet man dann irgendwie einen Datenschutzvorfall. Wobei das ist tatsächlich, Entschuldigung, bei uns Betreuern tatsächlich ein Problem, dass wir Kraft unseres Amtes oft in Konflikten unterwegs sind. Genau. Das heißt, dass ich werde so einmal im Quartal von irgendjemandem verklagt für irgendwas. Ist dann meistens haltlos, aber wir sind schon gefährdet drin, dass man sagt, Mensch, dem wische ich mal eins aus. Also das ist nicht so unwahrscheinlich, das Szenario, dass jemand hier uns anschwärzt vielleicht. Genau, ihr habt da auch wahrscheinlich sehr, sehr viel Emotionales dabei. Und wenn dann irgendjemand auf die Idee käme, dann könnte er rein theoretisch erstmal eine Meldung machen bei der Landesbehörde. Die dann, Behörden in Deutschland, was machen die? Schicken erstmal Post raus. So, dann kriegst du erstmal einen Brief. Und in dem Brief steht dann drin, das und das wurde uns gemeldet, man solle mal bitte Stellung dazu beziehen bis zum. Da hat man meistens so 2 Monate Zeit, um erstmal Stellung zu beziehen. Dann atmet man erstmal ganz tief durch, dann trinkt man erstmal einen Kaffee, legt den erstmal 2 Tage zur Seite, weil man sich tierisch drüber aufregt, und dann nimmt man den aber wieder hervor und dann bearbeitet man quasi den Fall. So. Und dann geht man halt in die Kommunikation mit den Behörden. Wir haben das jetzt gemacht bei einem Fall, da hatten wir einen Kunden, der hat einen Online-Shop gehabt und da hat sich jemand mies behandelt gefühlt, weil der zweimal hat versucht zu bestellen und der Server war aber irgendwie gerade nicht erreichbar. Da hat er gesagt, nee, das ist ja jetzt so doof, ich habe da zweimal meine Daten eingegeben, jetzt melde ich die mal bei der Behörde. So.
Und dann haben wir, ich glaube, über ein Jahr mit der Behörde immer hin und her geschrieben und kommuniziert und denen immer Unterlagen geschickt und Stellungnahme von der Stellungnahme und nochmal was erklärt. Also die sind da schon sehr bedacht drauf, auch das zu klären und finden das auch in Ordnung, wenn man eben mit denen viel kommuniziert und über die Dinge spricht. Das heißt, man muss jetzt nicht befürchten, dass da direkt Bußgeld kommt. Worauf allerdings natürlich solche Behörden allergisch reagieren, ist, wenn man sagt, habe ich noch nie von gehört, keine Ahnung, was sie meinen oder weiß ich jetzt nicht. Das zeigt ja im Prinzip, man hat sich gar nicht damit beschäftigt und das ist das, was du ja auch schon ein paar Mal erwähnt hast. Man muss sich einfach ein bisschen, man muss anfangen, sich so ein bisschen mit dem Thema zu beschäftigen. So. Und dann gibt es irgendwo jemand, der dann nachher entscheidet in der Behörde, okay, das Thema ist jetzt abgeschlossen und wir haben jetzt, keine Ahnung, Maßnahmen und wir kontrollieren die nach 6 Monaten. Oder das Thema ist abgeschlossen, ist alles gut, Haken dran. Oder wir besprechen hier ein Bußgeld aus. Wie hoch das ist und ob das kommt, das weißt du vorher nicht, weil das liegt dann immer an den Bearbeitern logischerweise selber. Also das ist relativ unklar am Anfang. Natürlich gibt es so Klassiker, wo man so Präzedenzfälle nehmen kann, aber trotzdem heißt das nicht, dass das in dem gleichen Fall nochmal genauso ausgehen muss. Und das ist ein bisschen die Unsicherheit. Das heißt, ich kann jetzt nicht sagen, wenn du das und das machst, bezahlst du das und das Bußgeld oder wenn du das und das machst, dann gibt es keins. Das ist nicht so. Wichtig ist da einfach nur zu sagen, Kommunikation, Offenheit und Zusammenarbeit mit der Behörde in solchen Fällen, falls sowas ist einfach Gold wert. Das ist das, worauf es dann ankommt. Weil also der Brief ist da und die Meldung ist gemacht. Drumherum kommst du nicht mehr. Und dann wirklich offen zu sagen, offen kommunizieren. Wenn man jetzt selber intern niemanden hat, vielleicht dann halt von außen Hilfe ranholen und dann einfach das Thema bearbeiten. Und im Normalfall, also meiner Erfahrung nach im Normalfall, geht sowas relativ entspannt vonstatten, ohne großartige Bußgelder. Also wenn man vorher keinen richtig harten Bockmist gemacht hat. Das muss ich dazu sagen, ne? Also wenn wir uns bei unserem Dropbox-Beispiel nehmen, könnte zum Beispiel eine Stellungnahme sein, hier ist mein mein Prozess, wie heißt das Verzeichnis? Verarbeitungsverzeichnis, ja. Stimmt, hier habe ich eine Dropbox-Version eingesetzt, da waren die und die Daten drin, ja. Und ich habe aber inzwischen zum Beispiel jetzt eine deutsche Cloud umgestellt, das findet jetzt keine Anwendung mehr. Ja, genau, wenn es dann so ist, genau. Oder man sagt halt, ich habe hier ich habe die Dropbox benutzt und habe aber die und die Daten da hochgeladen und habe hier auch einen Auftragsverarbeitungsvertrag mit dem Anbieter geschlossen, der dann mir und das zugesichert hat. Ja, das haben wir dann in unserem Beispiel ja nicht, weil... Achso, es gibt keinen Auftragsverarbeitungsvertrag. Ja, das ist ja die kostenlose Version. Achso, ja, okay, ja. Ich habe nicht mal einen Vertrag. Ja, okay, genau. Ich habe da nicht mal, okay. Genau. Aber das ist ja tatsächlich auch das, was ich in den Seminaren immer sage. Also alles, was irgendwie zumindest mal 1 Euro kostet, ist schon immer besser, weil dann gibt es irgendwo einen Vertrag. Und hast du persönlich mal erlebt, dass jetzt mal Bußgelder für kleinere Unternehmen auch ausgesprochen wurde? Und was war das dann so von Grad an Datenschutzverletzung oder konntest du das immer glatt biegen? Also jegliche Kommunikation mit der Behörde ist bei uns immer ohne Bußgeldbescheid ausgegangen. Es ist aber auch immer was vorhanden gewesen, ne? Also die kommen dann irgendwann, das waren so dann Fälle, mit denen wir schon länger zusammengearbeitet haben, wo wir eben auf 2, 3 Jahre mindestens die Sachen schon eben angelegt und vorbereitet haben. Also es ist mir jetzt noch keiner untergekommen, der hatte Probleme, obwohl er noch nichts hatte. So. Man kann die Bußgelder nachschauen im DSGVO-Portal im Internet. Da ist aufgelistet, welche Fälle welches Bußgeld bekommen haben. Und in Deutschland ist es halt, es ist eine Range von 100 Euro bis hin zu, weiß ich nicht, hohen 5-stelligen Beträgen, sag ich mal. So, das ist so. Die großen kriegen dann schon mal ein bisschen mehr Bußgeld, also die Konzerne im Millionenbereich, aber so wirklich kleine betrifft es nur dann, wenn die wirklich richtig Bockmist machen und sich auch dagegen wehren, mit denen zusammenzuarbeiten. Teilweise werden auch Privatpersonen sogar schon von der Behörde mit einem Bußgeld belegt, weil sie ungefragt irgendwelche Leute in Social-Media-Kanälen hochladen und nicht runternehmen, obwohl sie darum gebeten werden.
Und dann sage ich dann hast du es auch verdient, mal 1.200 Euro Bußgeld zu bekommen als Privatperson. So, ne? Genau. Weil du nimmst runter, Haken dran, fertig. Genau. So, Also genau. das habe ich auch aus dem Datenschutz-Seminar da mitgenommen, dass im Prinzip, also sich Gedanken machen und dann ist schon mal, auf jeden Fall ist es nicht so, dass es existenzbedrohend ist. Also der Nein, auf keinen Referent Fall. hatte jetzt ein Beispiel gehabt von einem Betreuer, der hatte wirklich, da kamen wirklich Daten in falsche Hände. Also es war wirklich ein Vorfall, nicht nur hypothetisch, sondern umfassende Daten kamen in falsche Hände und der hatte dann, glaube ich, 500 Euro zahlen müssen. Also so, es sind einfach nicht diese existenzbedrohlichen Themen. Und wenn wir natürlich jetzt, jeder, der dieses Video anschaut, weiß jetzt auch, welche Gedanken er sich machen muss. Und es ist oft ja gar nicht viel. Also vieles wissen wir ja auch. Also wenn ich jetzt hier nochmal so ein Beispiel nehme, hier WhatsApp-Kommunikation ist schwierig und das wird einem auch jeder sagen, dass wir mit unseren Betreuten aus verschiedenen Gründen nicht mit WhatsApp kommunizieren. Schon deswegen, weil halt dann die Betreuten untereinander sich vorgeschlagen werden auf Facebook. Also das hat ganz praktische Gründe auch, warum hier das nicht benutzt wird. Oder auch zu ChatGPT habe ich auch eine Meinung. Und da denke ich halt da mal eine halbe Stunde oder recherchiere mal eine Stunde und komme dann auf meine KI, die heißt Mistral. Die sitzen in Frankreich, verpflichten sich dem Datenschutz halt von Frankreich. Aber wir haben ja auch gehört, dass europäisch das ja auch geregelt ist. Und das ist jetzt nicht ganz so toll, also nicht ganz so perfekt wie ChatGPT, aber auch sehr, sehr, sehr gut nutzbar. Und dann habe ich mir diese Gedanken schon mal gemacht und bin dann da schon mal ein bisschen safer unterwegs. Und dann gibt es natürlich die andere Seite, wo Betreuer sich dann so gar nicht um Datenschutz scheren und dann medizinische Berichte auf Spanisch in ChatGPT reinladen. ChatGPT warnt dann noch. Das sieht aus wie ein Dokument, das du jetzt hier nicht hochladen solltest. Aber wenn man es dann seitenweise hochlädt, dann geht es halt auch wieder. Das ist natürlich dann da, wie du sagst, ja, da ist dann irgendwo auch ein gewisser Punkt erreicht, wo man sagt, das ist dann schon fast wirklich mutwillig. Ja. Und wenn solche Sachen sind, also darf ich das jetzt nutzen, was kann ich da denn genau machen und so weiter? Auch Fragen, ne? Einfach fragen. Ich bin fest davon überzeugt, dass jeder irgendwo Kontakte mittlerweile zu Menschen hat, die sich mit dem Thema auskennen oder untereinander vernetzen oder so. Vielleicht muss man gar nicht selber sich immer da stundenlang recherchieren und dann weiß man trotzdem nicht genau, was Sache ist. Einfach nachfragen. So, ne? Einfach offen kommunizieren, pass mal auf, so und so ist das. Wie macht ihr das? Hast du da schon mal irgendjemanden gehört, der das auch macht? Ich habe da mal das und das gefunden. Oder die Leute schreiben dann irgendwelche Datenschutzbeauftragten auf LinkedIn an. Du, ich habe mal eine Frage da. Also da schreibt keiner direkt eine Rechnung, nur weil man gerne 1, 2 Punkte wissen möchte. So, ne? Also wir sind immer, oder ich bin immer sehr dankbar, wenn Leute sich für das Thema interessieren. Und dann mal, ich habe da mal eine Frage, da freue ich mich immer. Das finde ich immer klasse. So. Deswegen schreibe ich jetzt keine Rechnung. Ne? Ja. Also offen kommunizieren, damit entspannt, locker umgehen und so ein bisschen, wie heißt es so schön, in die Mitte der Gesellschaft ankommen lassen, das Thema. Ja. Ja, es ist auch meine Erfahrung, dass das dann die Datenschutzbeauftragten eher dann pissig sind, wenn sie dann zu spät eingezogen werden oder überhaupt, wenn dann das Kind schon im Brunnen liegt. Das gleiche gilt für IT-Abteilungen in Unternehmen. Insofern ist da die Kommunikation schon auch wichtig. Gut, als letzten Punkt habe ich jetzt mir hier noch notiert, wir haben ja diese Erlaubnis erteilt. Endet die dann eigentlich auch mal irgendwann? Also Stichwort, darf ich dann, wenn ich die Erlaubnis habe, diese Daten aufheben für immer oder muss ich die sogar, Archivierungspflicht oder so? Vorratsdatenspeicherung. Ja. Alles sammeln, bis zum Ende. Genau. Nein. Gut, also, dann vielen Dank. Das war's. Credo von dem Podcast, alle Daten sammeln, die ihr kriegen könnt und nie wieder löschen. Genau. Nein, also klar, du hast natürlich, also im Datenschutz ist immer zweckgebunden. Das heißt, du hast deine Daten, die du jetzt verarbeitest, die hast du so lange vorzuhalten, bis der Zweck entfällt. Wenn diese Betreuung jetzt nicht mehr vorhanden ist und du hast nicht mehr den Auftrag, jemanden zu betreuen und das ist quasi jetzt nicht mehr deins und du hast damit nichts mehr zu tun, dann sagt die DSGVO, da hat sich der Zweck ja erledigt, jetzt musst du bitte alles löschen. Das sagt die DSGVO. Jetzt gibt es natürlich noch andere Gesetze, die sagen, zum Beispiel
fürs Finanzamt würde ich das ein oder andere dann doch aufbewahren. Ne? Da muss man halt gucken, okay, wie ist denn die gesetzliche Aufbewahrungspflicht dieser Dokumente? Das steht dann wieder in anderen Verordnungen, in anderen Gesetzen. Aber die DSGVO sagt, wenn der Zweck erledigt ist, dann bitte löschen. Das Gleiche ist, wenn ich einen Widerspruch kriege, du darfst meine Daten nicht mehr verarbeiten, dann auch löschen. Es sei denn natürlich, man muss wieder irgendwas gesetzlich 10, 15, 20 Jahre aufbewahren aus irgendwelchen Gründen, dann sagt man dann, okay, pass auf, ich lösche alles, was ich nicht weitergehend gesetzlich aufbewahren muss. So. Genau, also letztlich ist es natürlich so bei uns Betreuern, also ein Widerspruch wäre ja eigentlich gar nicht möglich, weil wir ja gesetzlich erlaubt sind, die Sachen zu verarbeiten, oder? Also weiß ich nicht. Okay, aber wenn du sagst, ne, so ihr seid dazu verpflichtet, diese Daten zu arbeiten und zu Ende machen, ob derjenige, der da betreut wird, widersprechen kann, das meinte ich, das weiß ich nicht. Ob der sagen kann, nee, will ich aber nicht. Ich will gar nicht betreut werden. Ja gut, das kann er dann schon, das heißt dann, aber würde dann in der Folge die Betreuung dann aufgehoben werden und das wäre dann ja der Fall, die Betreuung ist zu Ende. Ich habe dann noch so gewisse Pflichten gegenüber dem Gericht, einen Abschlussbericht und dann, aber irgendwann kriege ich schon auch das Dokument, wo es heißt, vielen Dank, letztes Geld wurde bezahlt, der Abschlussbericht wurde entgegengenommen und dann kann ich ja im Prinzip wäre dann eigentlich der Moment, wo ich es lösche oder wo ich dann vielleicht noch sage, okay, vielleicht kommt da noch was, weil irgendwo die Angehörigen, dann bewahre ich es vielleicht noch eine gewisse Zeit lang auf, aber sicher jetzt auch nicht, also mehr als, ich würde mal sagen, so nach 2, 3 Jahren nichts kommt, dann ist wahrscheinlich auch dann auch gut. Und was jetzt Aufbewahrungspflichten angeht, also auch gerade fürs Finanzamt, haben wir auch tatsächlich diskutiert in diesem Datenschutz-Seminar. Also wir haben, also die Pflicht obliegt ja dem Betreuten sozusagen. Also wenn der Betreute sozusagen dann wieder selber läuft, hat er die Aufbewahrungspflicht. Das heißt, wir händigen aus, wir haben eine Übergabepflicht, aber die Aufbewahrungspflicht geht dann auch an den Betreuten über oder wenn er stirbt, an die Erben oder wenn es einen Betreuerwechsel gibt, an den neuen Betreuer. Also tatsächlich ist so das, was ich jetzt für mich beschlossen habe, zu sagen, ich lösche die Daten wirklich, sage ich mal, nach einem halben Jahr, wenn ich wirklich weiß, okay, jetzt ist mal alles durch und wenn es jetzt, sage ich mal, konfliktbehaftete Angehörige gibt, lasse ich es vielleicht noch ein bisschen länger laufen. Aber das ist auch was ich aus diesem Seminar mitgenommen habe, dass ich jetzt durchaus auch die Sachen löschen darf. Das entlastet ja natürlich auch. Und für Papierakten gilt dann dasselbe. Ich übergebe die ja dann dem Rechtsnachfolger. Genau. Also es wäre tatsächlich mal spannend zu wissen, ob irgendein Betreuter mal um die Ecke kommt und sagt, so, ich widerspreche bei meiner Datenverarbeitung, bitte löschen wir meine Adresse aus deinen Dokumenten. Dann würdet ihr ja wahrscheinlich irgendwie beim Gericht das vortragen, dieses Anliegen oder ähnliches, und dann würde das ja wahrscheinlich seinen Gang gehen, dass man da entscheidet, ja, das ist jetzt leider nicht so. Also die Adresse muss noch weiter verwaltet werden. Ne? Ja, also es könnte höchstens jetzt in Fällen auftreten, wo Betreute mit einem paranoiden Störung, also die böse Cloud will mich vernichten. Aber da wir ja im Prinzip maximal ein Informationsblatt rausgeben und in dem Fall könnten wir es auch wirklich vertreten, bin ich der Meinung, wenn es hier den Betreuten sozusagen dann schadet. Genau. Wir dürfen eins nicht vergessen, steht auch so in der DSGVO drin, die DSGVO steht nicht über Leib und Leben. Das finde ich ganz gut. Also Leib und Leben ist immer noch mehr wert als der Datenschutz, als die DSGVO. Das heißt, wenn es solche Dinge gibt, wo man sagt, aber wenn ich das jetzt, also dem nachkomme, dann laufen wir Gefahr, dass der sich was antut, oder dann laufen wir Gefahr, dass da irgendetwas für ihn selber passiert. Und dann sagt natürlich die DSGVO, okay, dann solltet ihr das besser nicht tun. Ne? Also das ist vielleicht nochmal ganz interessant zu erwähnen. Ja, sehr gut. Ja, ist auch ein gutes Schlusswort. Oder hast du uns noch irgendwas, was du uns mitgeben willst? Oder passt es? Ich fand es jetzt auf jeden Fall sehr... Ja, also Ja, sprich du. Ja, genau, also okay, sorry. Ich finde es ganz wichtig, einfach nochmal zu vermitteln, zu sagen, das stoppt uns nicht in unserer Arbeitswelt, das Thema. Vieles ist sinnvoll, auch wenn es auf den ersten Blick nicht so erscheint. Aber man muss so irgendwie so ein bisschen sich
selber überwinden und so ein bisschen rantasten. Man muss ja auch nicht bis morgen alles wissen und können. Das ist ja totaler Quatsch. Aber einfach so diese Grundsensibilisierung und diese grundnegativen Gedanken bei diesem Thema abschütteln und sagen, nee, ich mache jetzt mal hier einen Cut, ich bin ganz offen für das Thema, ich habe Leute, mit denen ich mich drüber unterhalte, ich überlege selber vielleicht mal, ist das sinnvoll, ist das nicht sinnvoll, und ich glaube, dann sind wir auf einem guten Weg, dass das Thema nicht mehr so in den Köpfen drin ist und Wut und Verzweiflung auslöst. Es sollte einfach mitschwimmen, das wäre ganz schön. Ja, super. Ja, und natürlich Leute wie du und dein Format, auf das ich nochmal hinweisen möchte. Also schaut euch das an. Es ist wirklich sehr lustig, was Steffen da macht. Tragen dazu bei, das Ganze zu entkrampfen. Ich bedanke mich für das Interview, dass du dir auch die Zeit genommen hast. Und ja, insofern bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wie immer, liked und abonniert den Kanal. Und ja, bis zum nächsten Mal.